Rock the Bock ist ein tierisches Würfelspiel, in dem ihr viele Rehe braucht, um Punkte zu machen. Und zwar Rehböcke und Rehgeißen. Aber passt auf, dass ihr nicht zu viele Wölfe von euren Mitspielern untergejubelt bekommt. So macht ihr das Spiel startklar. Legt die 10 Würfel bereit. Jeder von euch nimmt sich ein Blatt und legt es vor sich ab. Nun entscheidet sich jeder von euch für eine andere Spielerfarbe und kreuzt die entsprechende Blume unten auf seinem Blatt an. So wird gespielt. Ein Spiel geht immer über 3 Runden. Der jüngste Spieler beginnt. Anschließend spielt ihr reihum im Uhrzeigersinn. Wenn du an der Reihe bist, führst du diese 3 Aktionen der Reihe nach aus. Erstens Würfel nehmen. Zweitens Würfeln, Würfel wählen und Ergebnis eintragen. Drittens Würfel abstreichen. Aktion 1: Würfel nehmen. Zu Beginn deines Zuges nimmst du dir eine bestimmte Anzahl an Würfeln. Und zwar immer so viele, wie du von den 10 weißen Kästchen für diese Runde noch nicht abgestrichen hast. Aktion 2: Würfeln, Würfel wählen und Ergebnis eintragen. Jetzt würfelst du genau einmal. Sortiere anschließend die Würfel nach ihren Würfelseiten und wähle dann alle Würfel einer Hintergrundfarbe aus. Hast du dich für die Böcke entschieden? Dann male so viele Böcke auf deinem Blatt aus, wie du gewürfelt hast. Hast du dich für die Geißen in deiner Spielerfarbe entschieden? Dann male so viele Geißen auf deinem Blatt aus, wie du in deiner Spielerfarbe gewürfelt hast. Hast du dich für die Wölfe entschieden? Dann wähle einen beliebigen Mitspieler aus, dem du diese Wölfe unterjubelst. Dieser Mitspieler muss so viele Wölfe auf seinem Blatt ausmalen, wie du gewürfelt hast. Hast du dich für die Geißen in der Spielerfarbe eines Mitspielers entschieden? Dann muss dieser Spieler so viele Geißen auf seinem Blatt ausmalen, wie du gewürfelt hast. Du musst immer alle Würfel einer Hintergrundfarbe verwenden. Du bzw. dein Mitspieler muss dann davon alle Würfel auf dem eigenen Blatt ausmalen. Im Laufe einer Runde kann keiner von euch mehr als 10 Böcke, 12 Wölfe oder 12 Geißen auf seinem Blatt eintragen. Sollte nicht mehr genügend Felder frei sein, musst du eine andere Farbe wählen. Das Gemeine ist, es herrscht Zugzwang. Du musst selbst Würfel nehmen oder sie einem deiner Mitspieler unterjubeln. Auch wenn du das lieber nicht tun würdest. Aktion 3: Würfel streichen. Nachdem das Würfelergebnis ausgemalt ist, streichst du so viele der weißen Kästchen dieser Runde auf deinem Blatt ab, wie du Würfel in diesem Zug verwendet hast. Es spielt dabei keine Rolle, wer von euch ausgemalt hat. Danach ist dein linker Mitspieler an der Reihe. Wann endet eine Runde? Hast du alle 10 Würfelsymbole auf deinem Blatt abgestrichen? Dann scheidest du aus der aktuellen Runde aus. Deine Mitspieler spielen die Runde noch zu Ende. Doch Vorsicht! Sie können dir weiterhin Wölfe und Geißen auf dein Blatt schicken. Die Runde endet erst, wenn jeder von euch alle 10 Kästchen auf seinem Blatt abgestrichen hat. Rundenwertung. Nach jeder Runde erhaltet ihr Punkte. Zählt die Anzahl eurer Böcke, Wölfe und Geißen. Nun gibt es folgende Möglichkeiten. Hast du mehr Böcke als Wölfe? Dann bekommst du für jede eigene Geiß einen Punkt. Hast du mehr Wölfe als Böcke? Dann bekommst du für jede eigene Geiß einen Minuspunkt. Hast du gleich viele Wölfe und Böcke? Dann bekommst du 0 Punkte. Hast du keine eigene Geiß? Auch dann bekommst du 0 Punkte. Notiert eure Punkte für die jeweilige Runde als Zwischensumme auf eurem Blatt. Spielende. Das Spiel endet nach der 3. Runde. Zählt nun eure Zwischensummen zusammen. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Bei Gleichstand gibt es mehrere Gewinner. Für Beispiele und weitere Details schaut bitte in die Spielanleitung. Und jetzt viel Spaß mit Rock the Bock.